Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsport-Fans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier bei uns in Deutschland, Nürburgring Nordschleife. Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm und da es ja auf der Nordschleife eine Vorqualifikation gibt, haben sowohl Björn als auch Adam es bis in den ersten Split geschafft. Tommy hat mal wieder keine gefahren, startet heute hier. Byron ist hier am Start und wir haben auch unseren Ben heute mit am Start. Schauen wir mal, Byron ist heute richtig schnell unterwegs, da bin ich schon mal gespannt. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Damn, Mr. Top Split. Natürlich ist das heute hier ein Top-Split, aber natürlich nicht der Top-Split. Wir befinden uns hier in Split 2. I don't know if he needs a different role given to him or not. Oh, there he is. Hey! Just in time. Unfortunately, Tank, we may get split up. So, Because you put in a blinding time and I think the split's 30. I didn't really put in that blinding a time. Well, compared to me and Tommy, you did. For your time. 2 seconds up on me and 3 seconds up on Tommy. Okay. So you could be in with Björn. I am. You are. Yep. Tom, kannst du sehen, in welchem Split du bist? Nee, noch nicht. Warte. So the whole first top split is all qualified drivers? It will be. You haven't qualified? Me? No. Okay, then you are in second split and I join. Dann haben wir Kurt Klepper, Jason Lodger, Martin Riesmann. Okay. Yeah, it sounds like second Yeah. split. I was Ben. And Byron is also here. Ooh. What's Oh, no, this is the first No. split. No, there's no Division 1 drivers here. I don't mean the rating, I mean the coolness. Ah. That's the cooler split here. I Well, think. if we're in different splits, Tank, then if you want, then you can just mute us so that we don't interfere with your race. The only person that's going to interfere with my race is myself. As we found out with the last 3. Da es ja bekanntlich heute hier kein Qualifying gibt, gibt es 10 Minuten Practice Session. Oh shit. Und Byron hat gerade gemerkt, dass er auf der zweiten Startposition steht. Starting P2. No Qualifying. I'm starting P2. That will be interesting. Fuck. And Cam Porter is in the... Cam Porter, I think he's the fastest guy in this split. Be right back. Damn, Mr. Top Split. So there's out of all the 48, there's only 9 of us that haven't qualified. Wow, that's amazing. I didn't think there would be that high percentage. I'm nervous now. Yeah, tell me about it. I think this is I'm the first nervous. time I've ever been in a top split race. Ooh, fuck. Well, best of luck to you, dude. Where you start? Near the back, thankfully. Alright. Fuck. So what did Tom get? Like a 610? God damn it. I'm so nervous, man. Drink a cold beer.
sets a bad example for anyone who may or may not be watching. Yes, yes. Just a whiskey. Yeah, just a whiskey. Noch 5 Minuten bis zum Grid. Scotty Whisky? Is there any other? Canadian whiskey. Canadian whiskey. Yeah, but Scottish whiskey. Well, I suppose it's Irish whiskey as well, but I'm not really a fan of it. 22 degrees outside. Oh god, here we go. Oh, it's winter again. This is gonna be interesting. Good luck, everyone. Yeah, good luck, guys. Let's hope. Force be with you. Let's hope we have a fun one. Good luck, everyone. Guys, there are only 6 laps. Yeah, good luck, everyone. Only. Bye, Dealey. Oh, I'm in P6. P2. Und damit hat die Startaufstellung auch schon begonnen. Byron startet heute von P2, das könnte interessant werden. Tommy startet heute von P6, das ist auch recht vernünftig. Oh dear. I see Tommy in the mirror. Okay, let's try to be concentrate at the start. Think about cold tires. Mhm. Unser Ben steht heute ziemlich weit hinten in der Startaufstellung. Er startet von P19. Die Jungs haben sich jetzt aufgestellt und jeden Augenblick müsste dann auch die Ampel erscheinen. Good luck, guys. Go on radio stuff. 10, 9, Dude, best of luck. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green Flag und die wilde Jagd hat begonnen. Byron kommt hier top aus den Startlöchern. Oh no! Oh nein, und Tommy biegt in die Mauer ab What are you doing? und reißt dann noch eine ganze Menge mehr Leute mit ins Verderben. Hier kommen so einige Autos angeflogen. Ach du Schande, müssen wir dann gleich mal aussortieren. Ben ist da irgendwie durchgekommen und auch Tommy kann weiterfahren, aber für Cam Porter ist da zum Beispiel schon Schluss. Der hat sich einfach weggedreht. Oha, oha, da hat es hier am Start schon so einiges an Kleinholz gegeben. Derweil ist unser Byron in Führung gegangen. Mal gucken, Patrick, ob der kaputt ist. So wie es aussieht, kann Tommy weiterfahren. Inzwischen führt hier Byron vor Matt Fries und Mitch Hughes. Hier fehlt ein Stück Frontflügel. Und wir schauen uns jetzt den Startcrash nochmal ganz in Ruhe an. No pressure. Hier beim Start dreht Tommys linke Hinterrad durch und nach ein paar Metern biegt er in die Mauer ab und räumt hinter sich Joe Walker mit ab. At first I thought it was all my fault, but it wasn't. Okay, I revved and then I started. And then my car slips away to the right. Ooh. Did you see that? Oh. One tire fire. One tire on fire. Ja. Aber auch direkt hinterm Tommy hat's gekracht. Ein Unfall, in dem auch Cam Porter unschuldig mitverwickelt war. Da kommen die Autos von hinten angeflogen und schon so einige mussten jetzt hier am Start die Segel streichen. That happens because here is another one who spins around at the start. And then he hit that Tyler C. Green. Und hier oben im großen Bild haben wir es gerade noch gesehen. Jose David Cuestas, Arenberg, der nächste Ausflug. Man sieht es an seinem Fahrzeug, er ist da auch beim Startcrash in Mitleidenschaft gezogen worden. Jose ist bis auf P13 zurückgefallen, direkt hinten dran Jay Catalan und Kurt Klapper, die Plätze 14 und 15. Währenddessen hier vorne immer noch Byron das Feld anführt vor Matt Fries und Mitch Hughes. Auf P3 haben wir dann Alexander Grau und auf P4 Keith Hörner. Ein absoluter Topstart für unseren Byron heute hier in das Rennen. Und da er ja von ganz vorne gestartet ist, ist er auch bei dem Startcrash nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt geht Matt Fries hier in Führung und ich schätze mal, auch mit Hughes wird er über kurz oder lang am Byron vorbeigehen. Jetzt heißt erstmal seine eigene Pace finden und vorne dranbleiben. Alexander Grau und Keith Hörner sind da auch noch mit im Geschäft. Doug Cloud dahinter ist schon ein Stück weit weg. Während Byron mit Mitch um P2 kämpft, kann sich Matt vorne schon leicht absetzen. Und hinter den Jungs hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Oh, Ben also rated Sorry me. about Okay. There we are. Oh no, Ben! Ben verliert hier auch das Heck seines Fahrzeugs. Runter Richtung Wehrseifen. Muss hier die komplette Gegnerschaft vorbeilassen. Da gehen eine Menge Fahrzeuge durch und weiter geht's. Uiuiui. Eieieiei. Tommy liegt hier inzwischen auf P8. Das Fahrzeug scheint trotz Beschädigung einigermaßen zu funktionieren.
Und direkt hinterm Ben hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns auch direkt gleich mal anschauen. José David, der nächste Dreher. Loses the rear end. Vorn fährt ja auch schon ein Stück Frontflügel, fährt hier vernünftig zurück, lässt die Gegner durch und fährt dann weiter. Fällt hier aber immer weiter zurück. Ben ist bis auf P18 zurückgefallen. Direkt vor ihm Antonio Alvarez und José David Cuestas. Antonio versucht da hier im Klostertal an Jose vorbeizugehen. Mal sehen, ob er es schafft. Da ganz dicht dran. Oh, und hier Steilstrecke, Anfahrt Caracciola-Kreisel. Hat sich der Führende gedreht. Matt Fries fällt da weit zurück. Er ist hier bis auf P7 hinter Bruno Araya zurückgefallen. Und wir schauen uns gleich mal an, was ihm passiert ist. Matt Fries verliert hier Anfahrt Caracciola-Kreisel, sein Fahrzeug und seine Führung. I think here is a situation when he lost his first position. In the back end we've got Byron and who was the yellow guy here, Mitch. He loses P1 at this situation. Damit liegt jetzt Mitch Hughes in Führung vor Byron Long und Alexander Grau. Ein Mega-Rennen bisher heute für unseren Byron. Drücken wir ihm mal alle unsere Daumen. Hat eine lange Durststrecke hinter sich. Auf P3 haben wir Alexander Grau, auf P4 Guy Turner und P5 Doc Cloud. Bruno Araya liegt auf P6 und Matt Fries, unser ehemaliger Pole-Sitter und Leader, ist bis auf P7 zurückgefallen. Tommy kämpft sich hier mit beschädigtem Auto auf P8 durchs Rennen und wir hatten den nächsten Zwischenfall im hinteren Feld, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. José David Cuestas verliert sein Auto hier nochmal und rodelt hier durch die Botanik. Gegner schlägt hinten ein und beide müssen zum Reparaturstopp an die Box. Oh dear. I think he totally missed. He totally missed his braking point. Not a good time, Jim. He also, he turned in, but it's I think I saw this. I was behind him. Schauen wir mal, wie lange sich der Byron noch vor Alexander halten kann. Alexander ist da ziemlich dicht dran. Und während Byron hier auf P2 auf die Dettinger Höhe rausgeht und von Alexander Grau verfolgt wird, hatte auch unser Ben noch mal einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Oh, Ben's Hammer in focus. Oh no. Ah. Oh no. Oh shit. Pflanzgarten. Ben verliert das Auto und schlägt ein. Wie es aussieht, kann er aber weiterfahren. Und Byron konnte sich hier Hohenrhein-Schikane vor Alexander Grau halten. Mitch Hughes wird jetzt gleich die zweite Runde eröffnen. Crash. Nice job, Eric. Oh, und hier sehen wir es. Und da gibt es auch schon Diskussionen. Der Cloud ist hier verunfallt. Und auch Bruno Araya fehlt da hier in der Liste. Dadurch rücken die anderen natürlich 2 Plätze nach vorn. Und wir schauen uns gleich mal an, was da passiert ist. Cloud and Bruno Araya. Okay, that one was really strange. It was just in front of me. That's death. Oh, this is what Doug was kicking off about. Da Cloud und Bruno Araya geraten hier Hohenrhein-Schikane aneinander und das geht nicht gut aus für beide. Race over. Da haben wir jetzt hier Anfang Runde 2 schon so einige Unfallopfer zu beklagen und auch so ein paar prominente Namen sind schon nicht mehr auf der Strecke unterwegs. Unter anderem Cam Porter und Joe Walker. Matt Fries, unser ehemaliger Leader, liegt inzwischen wieder auf P5, direkt hinter ihm Tommy P6, Martin Reisman P7 und Steve Morris P8. P9 haben wir dann Walker Gescheite und P10 Thomas Gottson. Kurt Klapper ist heute auch wieder dabei, der liegt aktuell auf P11. What's wrong with Ben? Für unseren Ben läuft es heute ein wenig durchwachsen. Er musste nach seinem zweiten Abflug die Box ansteuern, um einen Reparaturstopp vorzunehmen. Er steht aktuell immer noch in der Box und lässt sein Fahrzeug reparieren. Hier vorne alles beim Alten mit Hughes vor Byron Long und Alexander Grau auf P3. Die Turner ist da schon 3,5 Sekunden weg von dem Trio. Wobei vorne mit Hughes sich auch schon aus dem Staub gemacht hat. Er hat inzwischen knapp 4 Sekunden zwischen sich und Byron gelegt. Oh, das war ein bisschen schnell. Byron verliert hier das Auto, nichts passiert. Alexander und Piet sind durchgegangen und Byron fällt hier bis auf P4 zurück.
I mean, Keith could have took a slightly tighter line, but no harm done. Ein kleiner Schreckmoment, zum Glück nichts passiert. Matt Fries ist dann noch ein Stück weit weg. Hier kommt auch Tommy, der jetzt inzwischen Besuch von Martin Reisman bekommt. Hier haben wir mal Steve Morris im Bild, aktuell P8 und Walker Gescheidle P9. Dann haben wir hier Thomas Gottson auf P10 und Kurt Klapper auf P11. Jason Kocher auf 12 und Antonio Alvarez auf 13. Und in der Zwischenzeit gab es noch einen Zwischenfall, den wir uns dann unbedingt mal anschauen sollten. Hier Jay Catalan auf 14, Lance Simon auf 15 und Ben Summers auf P16 nach Reparaturstopp wieder aus der Box rausgefahren. Joseph David Cuestas zerlegt hier sein Auto nach Reparaturstopp nachhaltig. Also, oh, boy! Oh, nah, he was well offline. Was this? I think his car's kaput. Yeah, he needed to be a little over to the left. He was well offline. Und wir haben es eben gesehen, auch Joe Walker und Thomas Tuba sind nochmal aus der Box rausgefahren und versuchen das Rennen hier vernünftig zu beenden. Und Matt Fries, unser ehemaliger Polesitzer, hat jetzt seinen Abstand zu Byron zugefahren und wird jetzt hier auch über kurz oder lang vorbeigehen, schätze ich mal. Der Kollege ist sehr, sehr schnell unterwegs, aber auch sehr schnell neben der Strecke. Und auch Tommy wird jetzt seinen Platz an Martin Reisman abgeben müssen. Da hat er hier bei der Windschattenschlacht auf der Döttinger Höhe mit seinem kaputten Frontflügel absolut keine Chance. Und auch hier die Jungs kämpfen wild. Keith Turner auf 3, Byron auf 4 und Matt Fries auf 5. Zu dritt geht es hier Richtung Hohenrhein-Schikane. Die Jungs haben auf Martin Reisman schon einen kleinen Vorsprung und Byron ist da jetzt auf P5 zurückgefallen. Nach hinten zu Tommy und Martin ungefähr 3 Sekunden Luft. Tommy konnte seinen Platz zurückerobern. Tommy und Martin haben mehr als genug Luft nach hinten. Der Abstand beträgt über 8 Sekunden. Hier vorne Matt Fries auf P4 macht jetzt Feuer. Versucht Keith Turner unter Druck zu setzen. Byron kann sich das in Ruhe anschauen. Mitch Hughes auf P1 hat sich auf und davon gemacht, aber auch Alexander Grau hat schon einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Und da gibt es jetzt auch einen Angriff und Matt Fries geht an Keith Turner vorbei. Damit liegt Matt Fries wieder auf dem Podiumsplatz. Byron kann sich da im Windschatten von Keith halten. Vielleicht ist da immer noch ein Podium drin. Ein Top-Rennen heute von unserem Buddy. Tommy kämpft sich da tapfer durch und da vorne steht Qualm. Oh, da liegt Matt Fries schon wieder, der nächste Zwischenfall. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Fällt jetzt hier sogar hinter Tommy und Martin zurück. Und auch Steve Morris und Walker Gescheidle sind da gar nicht so weit weg. Matt Fries kommt hier Arenberg zu weit auf den Curb. Das Auto wird ausgehebelt und dann fliegt er gegenüber in die Mauer. Too much curb. Yeah, too much curb. Binala. Nur ein leichter Einschlag. Matt fällt immer weiter zurück, kann aber weiterfahren und weiter geht's. Unser Kurt fährt heute hier ein unauffälliges Rennen, hat sich jetzt so langsam an die Top 10 rangekämpft. Hier vorne mit Hughes kann seinen Vorsprung immer mehr ausbauen. Der beträgt jetzt schon über 10 Sekunden auf Alexander Grau auf P2. Und unser Byron verliert jetzt so langsam den Anschluss an die Spitze vorn. Keith vor ihm ist jetzt schon über eine Sekunde weg. Und von hinten kommt Tommy. Der Abstand beträgt nur noch 2 Sekunden. Und während Mitch Hughes, unser Leader, hier vorne einsam seine Bahnen zieht, gab es ganz hinten im Feld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Oh, Joe Walker? Oh no. Oh dear. It looks like a hardware failure. Ooh. He came out of Schwalben front and then? Could it not be loss of grip? Oh no, I kept turning. Yeah, he kept turning. That looked like a hardware failure. Damit dürfte dann heute für Joe endgültig Schluss sein.
Und direkt hier hinter der Führungsspitze gab es wieder einen Unfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir auch direkt mal hin. Matt Freeze again. I don't know, it's a couple of times he spun there now. Matt Fries verliert hier schon wieder sein Fahrzeug. Antwort Caracciola Kreisel und die nächsten Gegner gehen vorbei. Er fällt immer mehr zurück, verhält sich hier aber vorbildlich. Byron kann seinen Rückstand zu Keith weiterhin stabil bei 1,1 Sekunden halten. Ein absolutes Top-Rennen von unserem Buddy heute. Bis auf den kleinen Rutscher habe ich bisher keinerlei Fehler von ihm gesehen. Ups, verdammtes Schwein gehabt, wir wollen es nicht verschreien. Ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke haben wir noch zu gehen. Tommy kann sich da immer noch bravourös vor Martin Reisman halten. Die Frage ist, wie lange noch? Wenn Martin auf der Döttinger Höhe immer noch so dicht dran ist, hat Tommy keine Chance. Oh nein! Oh no! Oh, Tommy. Tommy verliert das Auto und Martin kracht volle Kanne rein. Oha, damit dürfte endgültig Feierabend sein. Oh, sorry for that one. Man. Und so wie es aussieht, kann Martin da weiterfahren, zumindest bis zur Box, schätze ich mal. Steve Morris geht da an ihm vorbei. Für Tommy ist hier endgültig Feierabend, das schauen wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Okay, it's me. Oh no. That one is also, I'm feeling sorry for Mark because he was right behind me. Red. Tommy verliert hier sein beim Startcrash beschädigtes Fahrzeug und Martin kann da nicht mehr ausweichen und knallt ihm da rein. Byron, you have 17 seconds behind you, space. Copy that, thanks. Thanks, Buster. Und damit ist Byron heute unser letztes heißes Eisen im Feuer. Bisher schlägt er sich mehr als wacker. Und durch den Zwischenfall mit dem Tommy direkt hinter ihm hat er jetzt auch mehr als genug Luft. Der Abstand nach hinten zu Steve Morris beträgt inzwischen über 18 Sekunden. Und während Tommy hier mit sich selbst hadert, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall. Da schalten wir doch auch direkt gleich mal hin. Was für Scheiße am Schuh, ey, Mann. Rad, ey, der Start, der war auch so ätzend, ey. Does anyone know what Pete's last lap was? Okay, here we've got Walker Gscheitle. Walker Gscheitle hier, kleines Karussell, Ausgang viel zu schnell, dreht sich ein und schlägt kurz in die Mauer. Scheint die Beschädigung aber nicht zu groß zu sein, kann weiterfahren. Byron verliert jetzt ein kleines bisschen den Anschluss an die Podiumsplätze. Keith ist inzwischen über 2 Sekunden weg und Alexander Grau noch einmal 2 mehr. Die Jungs hinterm Byron sind alle ein Stück langsamer als er. Da heißt es jetzt, den Spitzenplatz bis ins Ziel zu bringen. Byron, the guy behind you is 5 seconds slower than you. Copy that. Thomas Gottson und Kurt Klapper sind inzwischen in den Top 10 angekommen. Und hier gibt es jetzt einen Platztausch. Matt Fries kämpft hier gegen Antonio Alvarez. Da geht er hier Schwedenkreuz auch vorbei. Kurt findet da immer noch keinen Weg an Thomas Gottson vorbei. Walker Gscheitle direkt vor den Jungs. Die Plätze 6, 7 und 8. Ungefähr 2,5 Runden haben die Jungs noch vor sich. Kurt ist heute mal wieder mit seiner altbewährten Taktik unterwegs, von hinten losfahren und die ganzen Unfallopfer einsammeln. Lässt sich hier nicht zu Schulden kommen und hat sich schon bis auf P8 nach vorn gekämpft. Keith did a 609.5. Thanks, Ben. Matt Fries, unser ehemaliger Pole-Sitter, direkt hinter Kurt Klapper, ist da schon fast 4 Sekunden weit weg. Keith Hörner hier auf P3 kann den Abstand nach vorn zu Alexander Grau Zehntel für Zehntel zufahren. Und hier hat es jetzt Kurt Klapper geschafft und ist an Thomas Gottson vorbeigegangen. Matt Fries hat er inzwischen auf die Jungs aufgeholt. Damit Kurt Klapper P7, Thomas Gottson P8 und Matt Fries P9. Da hinten kommt auch noch Antonio Alvarez, der letzte Fahrer, der sich hier in den Top 10 befindet. Dahinter dann eine etwas größere Lücke von über 10 Sekunden zu Jason Kocher.
Und hinter Jason Kocher auf P12 dann Lance Simon. Und Tommy steht hier immer noch an der Box und wartet darauf, dass vielleicht das Auto repariert werden kann, damit er nochmal ein Stück rausfahren kann. Während die Jungs jetzt hier ganz dicht beisammen sind. Die Plätze 6, 7, 8, 9 und 10 innerhalb von knapp 3 Sekunden. Oh, und hier vorne ist jetzt Keith Hörner an Alexander Grau vorbeigegangen. Damit Keith Hörner jetzt P2 und Alexander Grau auf P3. Da wird wohl Keith besser mit seinen Reifen gehaushaltet haben. Und auch Byron ist da gar nicht so weit weg. Der Rückstand beträgt nur noch 1,7 Sekunden. Das könnte nochmal interessant werden. Vielleicht ist da doch noch ein Podium für unseren Byron drin. Das wäre richtig cool. Ungefähr 1,5 Runden stehen noch auf der Uhr und Byron hat im Moment die bessere Pace. Während Tommy unten in seinem Twitch immer noch nach einer Erklärung für seinen Startunfall sucht. Ungefähr 2/3 des Rennens haben wir gleich geschafft und unser Byron steckt hier mitten im Kampf ums Podium. Während Tommy in der Box zuschauen muss und auch andere prominente Namen wie Cam Porter oder Joe Walker heute schon früh aus dem Rennen gerissen wurden. Keith Hörner hier auf P2 kann sich sogleich von Alexander Grau ein Stück absetzen. Allerdings ist der Zug nach vorn abgefahren. Mit Hughes ist da fast, was heißt fast, der ist über 20 Sekunden weg. Unser Byron ist heute hier richtig top drauf und auch mit der Konzentration scheint es heute zu klappen. Has Alexander got damage? Dabei ist ja hier die Nordschleife nicht unbedingt für Leichtigkeit bekannt und auch die Stärke des Feldes ist heute ziemlich hoch. Und nach ziemlich langer Ruhephase gab es weiter hinten im Feld mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Thomas Gottson verliert hier sein Fahrzeug, wird ausgehebelt auf den Curb und schlägt Brünchen ein. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Oh, Thomas Gott. Ja, ja, oh. Sind wir hier? Brünchen? Yeah. Oh, it's not Brünchen. Und inzwischen ist auch Kurt Klapper an Walker Scheidle vorbeigegangen und befindet sich somit jetzt hier auf dem 6. Platz. Top gemacht. Kurt heute mal wieder von ganz hinten losgefahren. Er hält sich aus allen Streitigkeiten raus, lauert auf seine Chance und schlägt dann zu. Und Thomas Gottsons Fahrzeug scheint noch zu funktionieren, trotz Einschlag. Er liegt hier auf P9 vor Jason Kocher und Lance Simon. Dann haben wir Jay Catalan und Ben Summers. Kämpft sich hier auch tapfer durchs Rennen auf dem 13. Platz. Genauso wie Martin Reisman, der nach Reparaturstopp wieder rausgefahren ist. Dann haben wir hier auf P15 Thomas Tuba. Und der letzte, der noch unterwegs ist auf P16, ist unser Cam Porter. Und im Mittelfeld gab es noch einen Zwischenfall, den wir unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Who's that guy? Oh, I think that's the end of Matt Freeze. Yeah, looks like it. Matt Fry fährt hier einfach geradeaus, schlägt in die Leitplanke ein, verliert das Rad und noch so einiges andere. Ich glaube, das war's. Damit dürfte unser ehemaliger Pole-Sitter jetzt endgültig aus dem Rennen sein. Byron kämpft sich da immer mehr an Alexander Grau ran. Ich denke mal, er spürt, dass da heute so einiges geht und ich hoffe, er übertreibt es nicht. Wir haben noch ein bisschen mehr als 1,5 Runden hier auf der Nordschleife zu gehen und jede einzelne Runde hier kann dir den Tod bringen. Hier haben wir mal Steve Morris im Bild, der letzte in den Top 5. 3,5 Sekunden Vorsprung auf Kurt Klapper. Danach kommt Walker Scheidle, Antonio Alvarez auf 8, Jason Kocher auf 9 und Lance Simon ist inzwischen in den Top 10 angekommen. Lance Simon ist ein Freund von Byron und Ben, der oft gemeinsam mit den zwei Jungs unterwegs ist. Wir haben ihn hier mal im Bild, im klassischen Coca-Cola-Design. Und während Byron sich jetzt an Alexander Grau rangekämpft hat, hat Thomas Gottson sein Fahrzeug in der Box abgestellt. Da ist der Schaden wohl doch etwas zu groß gewesen. Hier haben wir auch mal wieder unseren Ben im Blick. Aktuell auf P12, fährt dem Feld hinterher nach Reparaturstopp.
Hier sehen wir Thomas Gottson, der an der Box steht. Dahinter Thomas Silbernagel, ebenfalls zum Reparaturstopp an der Box. Das Auto scheint wieder halbwegs gerade auszusehen, aber die Technik wird wahrscheinlich noch nicht mitmachen. Ganz anders läuft es hier vorne für unseren Leader Mitch Hughes. Ein absolutes Top-Rennen heute von ihm. Hält den Abstand hier so bei 20 Sekunden und fährt nur so schnell wie er muss. Keith Turner hier, wie gesagt, 20 Sekunden dahinter und unser Byron hier ungesehen von uns hat es jetzt geschafft und ist an Alexander Grau vorbeigegangen. Damit liegt Byron auf Podiumskurs. Wow, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber bis hierhin ein Bombensahne-Rennen von unserem Byron. Drücken wir ihm die Daumen, dass die Nerven bis ins Ziel halten. Ich würde mir sehr wünschen. Ich würde ja gern sagen, er hat nur noch eine Runde, aber ihr wisst selbst, eine Runde auf der Nordschleife, das bedeutet mehr als 20 Kilometer Strecke. Und er hat ja die 5. Runde noch nicht mal beendet, lässt hier die Kiste fliegen und hat jetzt auch schon über 2 Sekunden zwischen sich und Alexander gepackt. Ich schätze mal, Alexander hat jetzt mit seinen Reifen zu kämpfen. Da wird Byron besser mit seinen Gummis gehaushaltet haben. Ein super starkes Rennen heute von unserem Buddy aus England. Da gibt es endlich mal wieder was zu feiern. Und ich glaube, es gibt hier niemanden im Lotus-Fahrerlager, der Byron diesen Erfolg nicht gönnt. Aber auch Kurt Klapper heute ein absolutes Top-Rennen. Ich schätze mal, mit einer guten Qualifikation wäre heute für Kurt noch einiges mehr drin gewesen. Aber wie gesagt, hätte, täte, wenn und aber, vielleicht wäre er auch in den Startcrash reingerissen worden. Das alles interessiert Mitch wahrscheinlich herzlich wenig. Er wird jetzt gleich die Final Lap eröffnen. Wie gesagt, an P2. Keith Turner, 2,8 Sekunden ungefähr vor unserem Byron. Auch wenn ich hier auf die Zeitenliste schaue, Byron fährt 6:09er Zeiten. Das ist absolut top. Ich glaube, er hat sich heute hier für das Rennen mal richtig gründlich vorbereitet. We are going to last lap. Be careful. Thank you. Aber auch Kurt Klapper hat da noch Aussicht auf den Top 5 Platz. Vor ihm Steve Morris ist da nur ein paar Zehntel weit weg. Und prompt haben wir Steve und Kurt auch mal im Bild. Das könnte noch ein interessanter Kampf werden. Dahinter dann Wargok Scheidle und Antonio Alvarez viel zu weit weg. Lance Simon inzwischen P9. Jason Kocher auf P10. Jay Catalan P11 und Ben Summers P12. Martin Reisman dann P13 und Thomas Tuba auf P14. Alright, I looked at the football. Und Byron geht jetzt mit ein bisschen mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung auf Alexander in die Final Lap. Keith vorn dürfte außer Reichweite sein. Jetzt heißt es eigentlich nur noch, den Podiumsplatz abzusichern und das Fahrzeug sicher ins Ziel zu bringen. Nach vorn zum Keith, der Abstand, der scheint stabil zu bleiben, während sich der Abstand nach hinten vergrößert. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt nur nicht verleiten lassen vom Keith, der wahrscheinlich auch seine Reifen schonen muss. Mitch Hughes steuert hier zielsicher seinem wohlverdienten Sieg entgegen. Der Abstand nach hinten wird immer größer, der beträgt jetzt schon über 23 Sekunden auf Keith und Byron, die wahrscheinlich aber alle beide sich nicht nach vorne orientieren, sondern auch nur versuchen, ihre Position zu halten und ins Ziel zu bringen. Thomas und Thomas sitzen in der Box und warten auf das Ende des Rennens. Cam Porter kämpft sich da auf P15 auch noch tapfer durchs Rennen und versucht da irgendwie noch den Schaden in Grenzen zu halten. Wurde ja direkt am Start in den Startcrash mit verwickelt. Und auch unser Ben ist, denke ich mal, heute froh, wenn dann die schwarz-weiß karierte Flagge fällt. P12 von 24, da hat er immerhin das halbe Feld hinter sich gelassen. Auf 9 wie gehabt Lance Desbier Simon. Auf 8 Antonio Alvarez. Und direkt vor ihm Wargok Scheidle. Wer weiß, vielleicht gibt es da auch noch einen Kampf. Kurt konnte sich vor den Jungs schon um mehr als 3 Sekunden absetzen. Wir haben ihn hier mal im Bild. Er kämpft wahrscheinlich hier in der letzten Runde und auf der Döttinger Höhe mit Steve Morris um den letzten Top-5-Platz.
Hier vorn alles wie gehabt. Unser Byron weiterhin auf sicherem Podestplatzkurs. Der Abstand zu Keith Turner vor ihm auf P2 immer so zwischen 2,5 und 3 Sekunden. Das letzte Mal Caracciola Kaisel. Cam Porter wird da überrundet und macht da ganz fair und sauber platt. Fährt direkt hier oben rum. Mitch Hughes, unser Leader, ist hier mit circa einer halben Minute Vorsprung schon am kleinen Karussell angekommen. Und er wird gleich hier auf die Döttinger Höhe rausgehen, die letzten Meter genießen und dann seinen wohlverdienten Sieg an der schwarz-weiß karierten Flagge abholen. Aber auch Keith Turner hat heute mal wieder ein blitzsauberes Rennen abgeliefert. Von P8 gestartet, liegt er hier auf dem sicheren zweiten Blatt. Und weiter hinten im Feld gab es nochmal einen kleinen Zwischenfall, den sollten wir uns direkt mal anschauen. Walker Gescheidle here. Oh, he also loses the rear end arm with impact. Walker verliert seinen Heck, schlägt rückwärts ein, kann aber weiterfahren und das Rennen beenden. Last meters for Mitch Hughes. Das wird drin. Mitch, unser Leader jetzt, Richtung Hohenrhein-Schikane, die letzten Meter. Ein absolut souveräner Sieg. Hat sich direkt in der ersten Runde nach vorn gekämpft und dann die Führung auch nicht mehr abgegeben. Noch eine Kurve, ganz herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ein ganz herzlicher Glückwunsch geht nach Amerika. Ein absolutes Top-Rennen und so wie es aussieht, kann auch Keith Turner seinen Platz vorm Byron behalten. Beide Jungs hier absolut top gemacht. Gratulation an euch. Second place we have Keith Turner. Congratulations, Keith Turner, top race. Last curves. Yeah, Byron, congrats. Yeah! Podium! That's awesome. You bring it home. Oh, mein Buddy. Last lap for me. Mega super gemacht. Unser Byron hat den Podiumsplatz nach Hause gefahren. See Morris hat es geschafft, vor Kurt Klapper zu bleiben. Ein Top-Rennen von unserem Kurt heute hier auf P6 ins Ziel gekommen. Direkt hinter ihm Antonio Alvarez auf P7 und Walker Gescheidle auf P8. This was absolutely awesome, Byron. Ben auf P12, hier ist der letzte auf der Strecke, hat noch ein ganzes Stück Weg vor sich bis ins Ziel. Das nächste Rennen nächste Woche in Lime Rock, da können wir leider nicht dabei sein, weil der Tom und ich gemeinsam im Urlaub unterwegs sind. Deswegen hören wir uns dann alle in Sebring wieder. And Ben in P12. Top half, I think. Len Simon kommt da auf P9 über die Ziellinie. Da heißt einer Walker Gescheidle. Hab ich gesehen. Oh, Patrick, the winner of the race, his surname, you don't pronounce the G or the H? Huge. Yeah, It's Hughes. It's huge. Hughes. Hughes? Hughes. A huge win. Hughes. A huge No win G. for Mitch. Thanks for that race, everyone. Good job, Byron. Cracking job, mate. Thanks, man. Oh no, Keith, well done, solid. Great race. Thank you too, Byron. Shame I after the start. I got like. And there Ben is over the finish line. Oh, der Martin Riesmann, der schafft es auch übers Ziel. Hast du den Unfall gesehen? Byron's last lap was hard for my nerves. Are you doing a break? Are you doing an analysis, Tommy? Oh. Should I? Yeah, you should.
Oh dear. You are such a lovely guy. It's a shame, like, because, like, I don't want to see what happened to you, but I have to find out what happened, I'm afraid. Glad to see that Martin is reaching finish line. Ah, yeah. Now Martin is over finish. Wow. It's Okay, guys. It's I been a strange one. I'm finish here on the record. no problem. I'm quickly gonna raid Tommy. Thank you for watching. We're gonna go raid Tommy for the. Okay, guys. I say goodbye. Ciao, ciao. Till next Take week. care, Patrick. Good luck, everyone. Yeah, good luck, everyone. Bye. Ja, liebe Zuschauer, das war doch mal ein ganz starkes Rennen heute von unseren Bayern. Da freue ich mich ganz besonders. Beim Tommy hat es heute mal wieder, naja, nicht so gut geklappt. Solche Tage gibt es eben auch. Denkt man den Mantel des Schweigens drüber und freuen uns schon auf das nächste Rennen. Ich denke mal, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin macht's alle gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.